Good morning, everyone. Mag God is vrede met jullie mijn zijn vandaag morgens waren. En welkom to this Gottesdienst, wo wir hier sind, als je even radio hoort gedaan oder livestreaming. Mag God je zijn en mag dit gaan in Gottesdienst zijn, wat we gaan ten zegen zijn voor velen, voor ons allen. We willen vandaag weer aanvangen met some Lieder zingen. Ik wil hier die Lieder aangeven, wat we gezongen zullen worden. Het zijn pre-recorded Lieder. So, de eerste is Come, now is the time to worship. Het is het eerste lied. En dan de tweede is een lied wat je in Christian hymnal vingen worden, 353, Sweet Hour of Prayer. En de derde is het lied 247 in Christian hymnal, Come, just as you are. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our heart, soul, mind, and strength, we gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care, and bids me at my Father's throne. Make all my wants and wishes
Okay, good morning daheim. Mag jeder erinnern sich. Den Frieden von Gott feilen. Ich will gleich hier ein paar Verse lesen zum Anfang. Galatians 1, verse 3 to 4. Es ist groß, was Paulus an die Galater geschrieben hat. Es sagt, Grace to you and peace from God the Father, our Lord Jesus Christ. Den mag dort mit in jedem einen von da sein. Wo immer ihr seid, wo immer ihr zuhören dann, mag Gott ihnen das Frieden schenken. Verse 5 sagt, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. So das Gott, von wo der Fried kommen wird. Und das ist interessant, dass Paulus hier das abnahmen hat, dass das ein Fried, was von Gott, von Jesus kommen wird, ist so wie seine, dass das hier war Jesus anerkennung geben als der Prince of Peace. Der Prince of Peace, das ist der Ewigste über dem Fried, der was den Fried geben kann. Und macht dort mit jedem einem sein von uns. Das ist der Fried von Jesus Christus. Hij naht ook op dat in vers 5, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil age. En ik geloof, dat redt ook besonders van de zend, of van de evil age, dat redt van de zend, en dat we daarvan willen kunnen geraad worden en eruit komen te een hartelijk leven. Mocht dat ook passeren in ons allen. Vandaag plan ik een beetje de eerste boodschap hier aan te nemen voor een beetje een thema recht om de jongere kinderen. Ik geloof, we als je Schwester en vrienden in de kerk, we leren en wensen de tijd weer waren door, we kunnen dus gewöhnlich terugkomen in kerk in gemeenschap hebben, zoals we dat eier gehad, wat zo wertvoll is. En ik geloof, de kinderen, besonders die Sonderschulkinder, die leren nicht weniger. Aber die da, wo du sind, wo sie wollen, können trägen, nur die Sonderschule gehen und Teachers dort treffen und die antworten die Geschichte vertellen und man antwortet durch Taschen, was immer alles. So, das ist von da ein bisschen anders, wenn ich hier ein bisschen was zu bringen, für die Kinder besonders. Wir sind hier, jeder einer hat seine eine Stadt und wir sind hier nicht top, wir können nicht top vertalen in die Geschichte übergehen, aber wieder dann dessen war ich, vielleicht kann das ein klein bisschen was sein in der Stadt. Ich kann mir feststellen, dass jeder mal ein von den Kindern, die Leute sagen, aber die waren was kennen, die Teachers treffen in Sonderschule, also es gewöhnlich. So, von daher, wir wollen hier probieren, ein bisschen Bilder zu weisen, was die Kinder helfen, ein bisschen zu verstehen. Und das sind Bilder vom Alten Testament. Ich plane die Geschichte von Jonah ein bisschen über zu gehen. Und die lassen so rübernehmen, was das uns lehrt hat. Und wir wollen das probieren, Bilder beizustellen, dass ihr das ein bisschen verstehen könnt, besonders die jungen Kinder. Das sind Bilder, dann aus Jonah leben hat und die Experiences, was er macht in dem Old Testament, dann werden nicht Kameras dran, dann können wir nicht Bilder snappen und die kriegen, wie sie sind. So manche haben Luther bis die eine Idee gebracht, um Bilder abmalen und das dem ein bisschen zu demonstrieren. So wir wollen die hier wiesen. Und das ist die Geschichte von Jonah. Viele von uns hast du gleich bekannt, vielleicht die meisten von uns, eben die kleinen Kinder, ist das eine bekannte Geschichte. Und die hat uns besonders lehren über Obedience und über wahrlich sein. Wie weit Jonah, dort in seinem Leben wieder kriegt ein bisschen anders zu dieser Zeit hier. Er fängt ein bisschen schwer, obedient zu sein, er fängt ein bisschen schwer zu hören, was Gott von ihm will haben. Und er fängt ein bisschen schwer, wahrlich zu sein, dass Gott dort von ihm will haben. Und ich glaube, wir können dort lernen, dass die Geschichte, dat Gott een grote wiljevolle en dat Gott dat zij vrouw maken dat van de mensen am horchen dan. En even kinderen, wanneer je een ouder horchen dan, je Schwester, en je weilig zijn, dat maakt God mutig, dat maakt God vrouw. Oké, Jonah, hij werd een prophet. Hij kreeg een God die dus Jonah zei wat hij doen zou. En dat weer een stad, die stad heet Nineveh.
En du wäre viele Menschen, wo du nicht Gott wohlgefällig leben deden. Er wäre viele Menschen, wo du nicht so deden, als Gott will haben. En dan deed God man eenmaal kwam hij te de Jonah zei dat hij zulde gaan predigen. En dat is staat. Nineveh, dat die mensen zich daar willen bekeren. En die willen aanvangen God te gelijken worden. Zo is je zijn worden, wie weten dat Jonah aanvallen zwaar krijgt te doen, dus God het zei. Zo, je zijn er op dat beeld, want je dat beeld daar zijn je kennen. Du hast Jonah aufgemalt, das ist nicht krass an, was die Leute haben, aber vielleicht gibt es ein bisschen Bild. Und dann du besiegt, du sagst, es ist eine kleine Szene, dass er wiese nach Nineveh. Und dann kann ich sagen, dass Jonah, er sich die Zeit, er wird kein anderen Weg gehen, als was es nach Nineveh wird. Er wird nicht nach Nineveh gehen, wo Gott gesagt hat, er soll hingehen, aber er wird nicht obedient. Er will nicht obedient sein, er will nicht dort tun. Hij deed krijg anderen Weg gehen. Wat denk je? Kann hij sich von Gott verstärken? Kann Jonah sich von Gott verstärken? Hij wird weigern. Hij wird sein, dass er sich gerne verstärken von Gott, dass Gott ihm nicht fängen wird. Und Gott wisst aber krank, wo Jonah hingehen wird. Hij wisst krank, wo Jonah wird. Da wird manchmal so dort, dass wie man immer uns die Seite, dass wir worden krank unterstellen als Gott sagt, er krijgt ondersteunen als onze oude zeggen. En dan probeer je weich te raden dat we niet worden daar zo doen als wat ons is gezegd worden. Gott is zeer froh, wanneer de mensen am gleichen doen, wanneer de mensen am obedient zijn. En ook besonders kinderen, wanneer jene oude obedient zijn, dat maakt Gott zeer happy. Wanneer je Gott gleichen doen. Dat is een grote ding, dat is zeer wertvolle ding. So we hadden het nächste beeld. Door Jonah werd weggegaan en wat zegt Jonah door met eenmaal? Hij ging aan weg als wat het nog Nineveh ging. Hij deed niet doorheen gaan. En dan eenmaal zegt hij door een schap op een water. En dat schap dat wil ganz das voeren als wat God gezegd had dat hij zou gaan. Aber Jonah deed danach die Seite, hey, du bist ab dort Schab, nur dort Schab gehen, dann wird er sein, dass er durch merken. Und dann wird er weit weg vor dem Boot, dann wird Gott am Fleck gleich mal erfingen. Und dann wird er nicht der dort tun, was Gott ihm gesagt hat. Aber was passiert als nächstes? Jonah wird auf das Schab abgegangen, und wenn wir dort in der Bibel lesen, dann lesen wir dort, er wird am Schab abgegangen, und er wird dort ongegaan irgendwo slopen am Schap en hij slijpt door. En wat passiert dan komt een storm. Wie die storm, du bist gerade toevallig, oder was ist wieder ein Sturm? Gott hat einen Sturm angeschickt. Hij wist krijg wat Jonah wird. En Gott will haben, dass Jonah soll obedient sein zu ihm. So Gott Gott schickt einen Sturm, dass Jonah wird weil am horchen. De storm wordt zo groot, dat meer wordt zo walig en het wordt zo windig, dat de schap dat wel meest ongegaan, so die alle mensen die op dat schap die vangen dan alle zaken af te schmieden. Van het schap alle zaken af te schmieden en zijn dat we kunnen. Leichter worden dat schap dat niet wordt ongegaan. Maar dat helpt alle niet. En ze probeerden zeer naar de kant te voeren, maar dat helpt niet. Die kunnen gaan, dat wordt een grote storm. So, über dem deden ze Jonah abwijken en dan vangen ze aan te vragen wer hij wird en wat hij door wird. En dan worden ze aan dat Jonah wird van God weggerannt. Hij wil van God uitstijgen. Hij wil niet God horen. En dan über dem zegt Jonah dat ze zullen anders over de kant over schmieten. En dan wordt er stil worden. Dan worden ze weer kennen met het schap wieder voeren. So, dat wird über dem wat er passiert. Ze schmieten Jonah over de kant over in water nemen en dan wordt het water stil. En wat passiert met Jonah? Moest hij door verzuipen door een water ben, dat deed het water? God deed een grote vis schaken in das ganze bekend, dass die schluckt Jonah ab en dan kan Jonah door aan dem vis bannen met.
En dat meer weer stel voor de andere, wat het hem wieder voordeel met de schap. Gaat een exit beeld. Du zei wie, du hast die grote vis en Jonah door een vis banen. Had het grote vis had Jonah opgeschlukt en moest Jonah door banen met voor hoe lang? Voor 3 dagen en 3 nachten. En de vis die zwom door die braaf om im meer de gans onge naar de eerde, zei hij braaf. Jonah kon door met. En Jonah werd niet meer happy. Hij deed nu beden. Nu had hij vis hem opgeschlukt en door bijna een vis ging dat waarschijnlijk, er werd alle handen griezet wat hem door hem kop wakkelen deed en verschiedenste en dat ging hem de zeer slecht. En nu vangt hij aan te beden. Nu zegt hij maar eenmaal te God dat hij wil nu wil hij ganz waardig zijn, nu wil hij God fan horchen. Hij wil dat doen wat God hem bestalen wordt en hij deed God verspreken obedient te zijn. En nu wil Jonah jaren hebben dat God hem door helpen zal. En wat deed God hem dooruit helpen? God maakte hem vast dat hij naar de kant zwemmen deed en dan deed hij Jonah door uitspelen. En dan werd Jonah weer op een land. Dan kan hij weer wieder gaan. En als Jonah weer uit hem vast buiten werd, dan reed God weer te Jonah. En dan zei God dat hij zal nu weer naar de stad gaan, waar hij hem eerst al gezegd had dat hij zou gaan gaan. En Jonah werd waarlijk, hij wil hier door naar de stad gaan en dat door de mensen door van God vertalen. Dat de mensen, wenn er weer zoveel mensen wat door niet God gleich deden, God wil hebben dat Jonah zal doorgaan te de mensen reden. Zo, het nächste beeld hier is een beeld te zeggen dat als een beeld afgemaakt is van Jonah doorstonden had in de stad en hij reed door te de mensen. Zo, Jonah, hij werd waarlijk geworden, hij ging door te deze mensen reden en hij zei de mensen dat ze zullen zich bekeren. Wenn God wil de ganze stad destroyen, hij wil de Leute ondergaan oder wat allemaal op irgendwas die destroyen, dat hij niet meer door zijn. Wenn die mensen deden God horchen erbij. So, hij deed de mensen predigen van God en hij zei die zullen zich bekeren. En de mensen bekeerden zich en God deed zich die zeiden, hij wil niet de stad dan niet destroyen, wenn die mensen die vangen aan te gleichen. So, dat is, we zijn, wat van groter wofür wird dat bij God is, wanneer de mensen zich bekeren dan en de mensen God gleichen dan. Dat is wat God ons gemaakt heeft, omdat we am gleichen worden. Hij heeft ons alle dingen gemaakt, dat we zullen am gleichen. Goed, dat nächste beeld. We weten als Jonah door je predigt had in de stad en dan ging Jonah uit, in de stad uit en engstje uit en Jonah werd niet zeer happy. Hij ging door een engstje afzetten en dan werd hij naar de stad checken, wenn God had gezegd dat hij de stad destroyen. Nu wil Jonah zijn wat wird passieren. Aber God hat sich gesagt, hij wil niet de stad destroyen, de mensen destroyen, wenn die hadden zich bekehrt, die fangen an God te gleichen. En Jonah, hij wil gegleicht hat zu sein, wenn die Stadt destroyed wordt. Aber Gott gleicht die Menschen gleicht Gott und das passiert nicht so. Jonah wird nicht sehr mutig. Und dann können wir dort in der Bibel lesen, dass die Geschichte, dass Gott, der mögt man einmal dort in der Stadt was, durch bei Jonah, dass er durch am Schatten zaten kann. Wenn er steht mit großen Blättern, und er kann durch am Schatten zaten, da wie der heite Sonne schien, so Jonah so sehr mutig sein, dass Gott am so sehr gleich ist, dass er durch eine Stadt legt, was für am Hastig, dass er durch am Schatten zaten kann. Und was passiert als nächstes? Als Jonah durch een dag onder de studie zitten had am Schatten, wat passiert het nächste? Het nächste beeld, daar waar zijn, God had een worm geschickt, en dan had de worm de studie, ik weet niet als die wat hij had, de bläderlus gevreten, of wat je doen had, allemaal door aan de studie gevreten, dat die studie dood kon deed, en dan verdreden de bläder.
So da war ja op een exit beeld zijn, die steht ohne Blätter, en Jonah wird nicht happy. Ich hat Gott lassen in Schontal han Wasser verarmen, nu hat einen Wurm geschickt und nu wird verdreht, nu wird Jonah nicht mehr happy. Und Jonah wird gleich zu sterben. Kriegt durch. Und er wird ja gleich zu sein, wenn die Stadt umgejenken, und Gott hat sich gesagt, er will nicht die Stadt umgehen, because die Menschen gleich da am nur. Das nächste Tag wird sie Stadt verdreht, wird schickt Gott in starker Wind und die Sonne, die scheint so sehr auf, das wird am sehr, sehr heiß. Und Gott will haben, dass Jonah soll entlassen werden. Jonah wird nicht mutig. Er wird sehr unzufrieden über das alles. Und am Jinket nicht schein. Wohin glaube ich, jinkt Jonah das so schlag hier? Das ist ein heiße Sonnenschein. Und am Jinket bis sehr schlag. Er wird ja gleich, er sagt zu Gott, dass er wird gleich zu sterben. Well, ich glaube, das sind some lessons, was wir hier von Lehrer kennen. Gott will haben, dass wir sollen obedient sein. Und er will haben, dass wir sollen wahrlich sein, wenn Gott uns was sagt. Er will haben, dass wir sollen Gott gleichen. Und er will haben, dass wir sollen mutig sein. Und Jonah, er wird unhappy. Er wird über dem obedient, aber nicht kriegt es Gott wird gleichen. Und so erklärt Gott, der hat uns hier lassen lernen. Er will eben haben, dass wir sollen andere Menschen kriegt es gleich als uns selbst. Oder vielleicht alle. Und er will haben, dass wir sollen mutig sein. Und ich glaube, je Kinder, besonders, je hat es auch manchmal belebt, ja? Wenn wir desobedient sind, wenn wir immer nicht horchen, dann wir dann unsere Eltern nicht horchen, oder so wird das dort, dann sind wir nicht mehr so happy. Dann können wir nicht happy sein. Und es dort ist das kriegt, wenn Gott zu uns was sagt, durch die Bibel, durch wo immer er redet, der zu uns, wenn wir dort nicht horchen, dann wir nicht obedient sind und wir nicht wahrlich sind, dann können wir nicht mutig sein. Und für uns Eltern auch das dort, wenn wir Gott seine Anleitung nicht folgen, dann können wir nicht ein siegreiches Leben führen. Gut, ich will gleich hier noch ein bisschen mal mit dem Conclusion. Was ich machen von das ist, ich glaube, die Frage, die ich hier habe, ist, how do we obey für die Kinder und auch für uns Eltern? Wo können wir unser Gehorsam beweisen zu Gott? Und wir lesen das auf verschiedenen Stellen. Wir lesen in der Bibel sehr, sehr viel von Obedienz sein, von Obeying, und dass Gott das immer weiter bestellt hat, dass wir Gott sollen obedient sein, mehr als irgendwas war. Und das soll wir sollen sein. So können wir obedient sein, willingly or unwillingly. Und ich glaube, das ist Jonah hier. In das Exempel, wenn wir das Buch von Jonah lesen, dann sehen wir, dass Jonah, erstens wird er desobedient, und dann über dem wird er obedient, und dann als er das getan hat, was Gott ihm bestellt hat, dann wird er nicht ganz zufrieden mit Leuten, dass Gott umgehen mit den Menschen, er wird gleich haben, kann sein, was er versteht würde wollen. So wie sein, da wenn wir das Bild ein bisschen nehmen, dann wir checken, was jetzt hier in Jonah sein Leben fair. Sehen wir das ziemlich klar, dass Jonah seine Obedience, die wird gebased on circumstances, wo er sein wird. Ziemlich viel da aus, dass er in Hort wahrlich wird, von Hort wahrlich wird, dort tun, was Gott von ihm verlangt hat. Erstens, er wird nicht wahrlich zum Nieder vergehen. Und dann durch die Experiences, wo Gott am durchnehmen hat, dann wird er based on the experiences, wird er wahrlich nur Nineveh zu gehen, because dort wird ihm nicht so schlecht gehen, als wo Gott ihm durchgeführt hat. Und dann, als er seine Arbeit fertig hat, kriegt er, was Gott bestellt hat, dann ging er da am Beugen ab und seine Anstellung dort zu machen, dass wir nicht actually dort, was er will tun. So wie sehen wir, dass Jonah seine Obedience wird based on the circumstances, wo er sich befindet hat. Und nicht wirklich, dass ich dort hier nicht wirklich in obedience from the heart. Von heute gehorsam sein. Er wird alle obedient based on die Dinge, was er belebt hat. Und wenn ihm das weniger kostet, obedient zu sein als disobedient, dann dort, was ihm das wenigste kostet.
So, en ik geloof dat zijn lessen voor ons ouder ook, wanneer God besteld heeft in zijn woord, obedient te zijn te God, waar we dat doen van harte. Nicht bloß because ons wat weniger kosten obedient te zijn als disobedient, aber waar we dat van harte obedient zijn. So, wanneer we aan denken aan Jonah zijn case, maar eenmaal die circumstances changed door. En die stuurt waar hij ongezaten die te laat, dat braucht hem schoten, en dat hij de zon preventen van op zijn kop te zijn afschijnen. So, kind of dat hij den beste wat uitfahren. En op zo schwindes die dat schoten weich werden, en de zon am kop brennen deed, dan wil hij abgeven. En ik wil ons gleich met te spreken. Oder top, weil wir nicht abgeben, wenn die Sonne uns bei mir am Regen schienen oder am Kopf, da was uns möglich ist, weil wir abchecken nur Jesus Christus, weil wir nicht trägbacken, weil wir nicht abgeben, das ist keine Ursache zum Abgeben für uns. Von da, wir haben ein Leben ja Gott, wenn wir können abchecken nur an, und hier ist der, was uns führen will. Ich würde hier gleich nach dem Schluss von der ersten Part hier sitzen, in Portvers zu lesen. Hebrews 12, the erste zwei Vers. It says, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which so easily ensnares us. So dus dan eenmaal gewichten oder Sünde wat we ons doorhullen willen. En waar we die te zien lijden, waar we die afleiden, dat we verweg mogen kunnen, dat we kunnen een leven vieren obedient to God's will. And let us run with endurance the race that is set before us. Waar we niet abgeven, maar waar we uithullen. Niet ons laten terugschrijven wenn circumstances. En ik geloof, een van die circumstances, wo we vandaag bijna zijn, dat is dat we niet terugkomen dan als een schwaar gläubige Schwester, wie dan een Gottesdienst hadden. We doen dat thuis in jeder einer van ons zelfs, en wat hier over radio en over livestreaming gebracht. En dat is een van de dingen wat ons een beetje terughouden deed. Ik geloof veel van ons. Ons direct een beetje terug, maar waar we niet opgeven, waar we let's run the race with endurance. So we uithouden dan, wat allemaal door ver ons handgezet wordt. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. En zie hier, Jezus zijn endurance, waar komt hij her? Dat wel weer te enduren, de crucifixion en al die dingen wat hij beleefd heeft. Wat hij dan motiveert hem te enduren. Dat waren niet de circumstances aan. Dat waren niet de goede of de slechte dingen aan. Dat waren de joy wat door ver aan liggen deed. Want hij even checken deed in eeuwigheid aan, dat door de joy liggen deed. Dat is wat hem motiveert deed te enduren. En dat is wat ons motiveert te moedig verder kämpfen voor Christus. Even though we vandaag ook anders godsdienst vieren dan als we gewend zijn. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Goed, als een encouragement, waar we moed houden, waar we ons niet laten motiveren bloos van de dingen rond ons, dat we terugbakken doen, of dat we verder gaan, maar waar we ons laten motiveren van de joy wat er voor ons liggen. En dat we verder checken naar dat, en dat we moed houden, en dat we niet daarover discouraged worden, maar sicherlich verder kämpfen kunnen voor ons heiland. Waar we ons op negatief beten. Himmlischer Vater, wir danken dir vandaag nog waar voor das schöne Tag. Wir danken für uns Segen auf so viele verschiedene Wege. Wir danken für die Erlösung, die du hast möglich gemacht und dass wir können ein Part sein von deiner Familie, dass wir können ein Part sein von der Erlösung und dass wir können teilhaben an der Frieden, an dem Frieden, was du gegeben hast. Und wir beten, dass du uns wieder führen, wieder Anleitung geben, alle taub, dass wir wirklich können abchecken und die, und dass wir können mit Mut und mit Freudigkeit vorwärts kämpfen für die, und nicht wieder derbe nur loten, nicht wieder derbe Tricks leiden,
Aber Herr, dat du wirst gerne dien willen bescherken durch ons, durch dine tjingen, en dat we alle tup willen kennen als obedient followers die no volgen en die dienen. En we danken je voor de verspreking wat u gemaakt hast, wat nooit het leven komen dat. En dat is dat ding wat ons motiveert, houden dat we verder champen. En dat is dat eeuwige leven, de eeuwige vrede, waar er niet true wat zijn. We bidden ook voor broeder Joe, want hij de boodschap wil brengen wieder, moest u allemaal wijsheid geven en kracht geven, te reden wat dien wel is. Zodat geven in Jezus die noemen. Amen. Sorrows, Lamb of God, by his own betrayed, the sin of man and wrath of God has been on Jesus laid. Silent as he stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to the Father's will, he took a crown of thorns. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Sent of heaven, God's own Son, to purchase and redeem, and reconcile the very ones who nailed him to that tree. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Now my debt is paid, it's paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, all is free indeed. Now my debt is paid, it's paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, all is free indeed. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love
Good morning. Vader Gott in Fred mag jullie alle. Mijn Bibel die heeft 770.424 woorden. Tussen de aanvang en het eind. Mijn Bibel vangt aan met am Anfang dat God de hemel en aarde maakte. In the beginning God created. En hij hield op met het woord Amen. En door het versen zijn 770.424 woorden. Wat ons leren dan, de einzige ware weg naar God. En ook de weg waar we kunnen heilig worden en waar we kunnen meer lief te God en andere mensen krijgen. En ook waar we responden op situaties waar we ons bijna bevinden. So, van het moment waar Adam en Eva decided dat ze er ene wereld eraan willen, en er staat God het loren doen, ganz bij de tijd waar eenmaal af van de reden van dat de wereld haar en dat er groaning, zegt het in Engels, dat de renewal wordt komen. En de ganze tijd leven we in een verdorvene wereld waar we ons vielleicht veel meer dollar zo veilig als dat seaweed, wat we meer manchmal vingen beim Boden machen, onze thuis, wat er haar en terug wijft, je wijfelt wat van de walen. We feilen uns vielleicht daran, dass Seaweed manchmal ist nur die Steine, die an der Shoreline sind, wo wir actually vielleicht sind oder sollen sein. Und some von uns feilen, glaube ich, dass wir uns Wort vielleicht mit ein bisschen Herd feiern haben, ja, das ist ein Zeit, wir weit nicht ganz kriegen wir das Hand jetzt, falls ich vielleicht ist, wenn wir uns Leute irgendwo eine Schütten an, ja, oder vielleicht ich sage, der, ja. Und von Menschen, was wir manchmal feilen, vielleicht sind die even blinger als wir selbst sind. Wir weten nicht ganz kriegen. Aber das sind Dinge, die wir manchmal durchkommen. Ich sage, dass in den letzten Werken, die letzten paar Monate, haben uns Fokus auf Dinge, was unsere Zeit haben abgenommen, was unsere Energie benehmen, haben ein bisschen gechanged, ein bisschen geschiftet durch die Zeit. Die ersten paar Werke, die adelige Werke, wie wir von dieser neuen Sorte, dieser Krankheit abkommen, die erste adelige Werk, dann ging es besonders um Reports, was da vielleicht weit auf wäre in Statistics, was da gleich die an uns wäre ein bisschen nummers, wie wir noch checken deuten und wir wären wenig concerned über das, wir reden da vielleicht viel von, aber wir nicht so concerned, wir kehren wenig über das. Nur ein paar Werk, dann hat gesehen und gefeilt, dass der Fokus shiftet deut. Das shiften ein bisschen durch Hahn. No, für ein paar Werken einfach ein global oder eine weltweite Mentality oder eine Denkweise angeschlossen wird, was uns sehr, sehr schlecht deutlich wird, dass dort soll übrig sein und dass die ganze Welt mit einmal so mehr stellen, dass manchmal was gegangen hat. Weil es uns dadurch ein bisschen allen wir, und über dem, der noch war, ein bisschen schäfte. Nu ist es ein bisschen so, dass ich würde sagen, die letzte Werke, die letzte paar Werke besonders dort, wie ich fing uns in einer Situation, wo wir mit individuellen Menschen dealen, dann vielleicht, oder wie viele wenn so, wir haben mit Menschen zu dealen, die vielleicht bei 100 Meilen Radius wohnen, dann von wir sind. Menschen, die wir mit einem langen, stark groß nicht haben können, aber das sind dich an, dass wir meinen, irgendwo Menschen rückpointen, dann kriegt das sind Menschen, die uns Leben abmessen, dann. Vielleicht der Ignoranz und so, das sind ein bisschen unsere Feelings. So, in kurz, erstens für die Fokus auf die Statistics oder Recorded Reports, wir werden wenig concerned über das. Und Lothar wird in Social Situation, was uns viel umfallen hält. Und drittens nieder als ein Personal Struggle geworden an unser Hort, in Sanke, was wir rieren haben an unser Hort, in Battle, in Krieg. Wir uns manchmal so fällt, dass unsere Stimme als wahrgenommen wurde von uns. So wir haben mit wenig Kontrolle über das ganze Ding. Daher ist es so wichtig, dass wir einen Anker haben. In Hebräer 6 redet von an Anchor for my soul. Oder Anchor of my soul. Das ist ein Anker, was unsere Seele soll haben, dass wir können steadfast bleiben, dass wir stable können bleiben. Nicht mal einmal so haben und gewählt worden, dass ich erst sehe, dass das Gras, der eigene Meer manchmal da, wenn wir der Boden, das Seaweed. Wenn wir sehen, Gott zu verherrlichen in seiner Welt, das, was wir dann bei leben, dann finden wir ein sehr großartiges Exempel in Mond im Alten Testament, Hiob, da wir ein Exempel von Victory, von sich,
En een tijd waar just about rein alles wat in de wereld passiert, gang zijn personal desires eraan deed. En so wanneer je wel draaien naar hier op kapitel 1, we waren door bis simpel bis man ganz krijgt het kapitel 1 ganz sterk lezen en het eerste 10 versen in kapitel 2. Vielleicht een enkele lezen, maar waar dat, ik word het lezen ganz op Duits en dan laat het terugkomen en met remarks maken, dan word ik vielleicht de Engelse versen nemen, dat waren holen. So, we hebben mal simpel krijgt lezen, hier op kapitel 1 vers 1. Es war im Lande Uds, es war ein Mann im Lande Uds, der hieß hier. Derselbe war schlecht und recht. Im Englischen redet von blameless and upright. Dat schlecht meint nicht, ab der Ort schlecht ist, wie wird von schlecht von der Brücke dann. Blameless and upright, das ist aber hier. Gott ist fertig und mied das Böse. Und sollte 7 Söhne und 3 Töchter und seines Viehs waren 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und hatte viel Gesinde. Und war herrlicher denn alle, die gegen Morgen wohnten. Und seine Söhne gingen und machten ein Mahl, ein jeglichen in seinem Hause auf seinen Tag, und sandte hin und luden ihre 3 Schwestern, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahls waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob gedachte, meine Söhne möchten gesinnigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. Also tat Hiob alle Zeit. Es begab sich aber auf einen Tag, da die Kinder Gottes kamen und vor dem Herrn traten, kam der Satan auch unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe das Land umher durchzogen. Der Herr sprach zu Satan, hast du nicht Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht im Lande, schlecht und recht, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob umsonst Gott fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was hat, ringsumher verwahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Gut hat sich ausgebreitet im Lande. Aber recke deine Hand aus und taste an alles, was hat. Was gilt's? Wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan aus von dem Herrn. Vers 13. Du hast hier auf seine ganze Situation, seine Haben Gott verliert. Du sagtest, wir sind hier im Kapitel 1, Vers 13. Des Tages aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken in ihres Bruders Hause, des Erstgeborenen kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflegten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba herein und nahmen sie und schlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich bin allein entronnen, dass ich dir es ansagte. Da noch redete, kam ein anderer und sprach, das Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich bin allein entronnen, dass ich dir es ansagte. Da der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer machten 3 Ratten und überfielen die Kamele und nahmen sie und schlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich bin allein entronnen, dass ich dir es ansagte. Da noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß auf die 4 Ecken des Hauses und warf auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich bin allein entronnen, dass ich dir es ansagte. Und dann ist hier auf seine Response, was hier nur das erste Set von News. In Vers 20 sagt er, da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider und raufte sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an und sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem versinnigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Wir gehen in Kapitel 2 an, da haben wir det tweede meeting wat du hast, wo die Menschen kommen und sich für Gott stellen und presenting themselves before God, redet im Englischen von. Und du kriegst die Soten die nächste Gelegenheit und hier wird unter dem. So, hier im Kapitel 2, Vers 1, es begab sich aber des Tages,
da die Kinder Gottes kamen und trafen vor dem Herrn, dass der Satan auch unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe das Land umher durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du mich nicht Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen im Lande nicht. Schlecht und recht, Gottesfürchtig meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, dass ich ihn ohne Ursache verderbt habe. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut. Und alles, was ein Mensch hat, lässt er für sein Leben. Aber recke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Und was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, es ist in deiner Hand. Er ist in deiner Hand. Doch Schone seines Lebens. Da fuhr der Satan aus von dem Angesicht des Herrn und schlug hier mit Beisenschweren von den Fußsohlen an bis auf seinen Scheitel. Dann finally nach hier op zijn nächste response wat hij jeweils abdept, op deze nächste schwierige Situation, wie er sich bijna befindet. So hier op Kapitel 2, Vers 8. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und sein Weib sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Ja, sage Gott ab und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die närrischen Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allem versinnte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Da aber die 3 Freunde Hiobs hörten all das Unglück, das über ihn gekommen war, kamen sie in jeglicher aus seiner Ort und so weiter und so weiter. So über den kommen sie nicht fremd. Aber das ist die Situation. Die nächste Kapitel in dem Buch Hiob, da ist viel von dem, was die 3 Freunde geredet haben, was sie ihre Conversations hatten. Of course, Gott sagt Luther, dass die 3 Freunde haben geredet, oder nicht wortgemäß werden. Sie haben hier den Laden was mitgekriegt. Dort ganz am Ende von der Situation hier noch mal ein bisschen dann bezahlen für was er geredet hat. Aber das ist nicht der Fokus von der Geschichte von da. Aber hauptsächlich das Einzige hier, das ist, an was wir fokussen wollen. Das bietet uns besonders zwei Dinge dann. Das hat sehr klar demonstriert zu uns, wo wir keine Reit waren für in schwierig, in Trials oder in toffe Life Situations, wie wir nennen kommen können. Das macht uns wissen, wo wir keine Reit sind. Und zweitens, das hat uns auch wiesen, was für eine Response wir sollen geben, wenn wir in so einer Situations dort bein sind. So fitz, weil wir mal trägen, der Beat, wo wir lesen, in Kapitel 1, Vers 1, da lesen wir, dort der ganze, der Charakter, was hier hat. Da wird ein Feierding angegeben, das sagt im Englischen blameless. So wie weiter, er hat einen Lifestyle, was respectable wird, was Menschen respektieren können, er wird blameless, er geht nicht übel. Der zweite Stück ist upright. Das meint so viel, er wird wahrheitsgemäß, truthful, I'm sure innerlich, im Hort und äußerlich mit seinem Wandel. Und drittens, he feared God. Das ist ein heiliger Respekt Gott gegenüber. Und finally, das vierte Ding ist, dass he shunned evil. Hey, irgendeine toxic situation, irgendwelche Situations oder Dinge oder Denkweise oder Städte, das er avoiden. Und so, wir können klar sein, dass wir right, dass wir well prepared für so eine Situation, wie wir hineinkommen. Und das letzte war ein bisschen bulletproof case als all, und wir verrückt all. Und, aber du hast Luther noch mehr. So, ein Tag, und wir haben eine Idee, in der Bibel sagt nicht, was das geworden ist, oder was die Situation ist, ich habe eine Idee, was das passiert ist. Aber in Vers 6, Kapitel 1, Vers 6, da wir mal einmal einen Tag, und klar, was das passiert ist, das ist nicht important für uns Discussion hier von da. Aber es sagt simply, the sons of God came to present themselves to the Lord. The sons of God. Wer wäre die sons of God? They came, dat meint zoveel, die zijn irgendwo in de stad gaan gemoved. Apparently wird top was, ich weiß nicht, das hitte ich ein bisschen dort. Und dann sagt er, present themselves before the Lord. Wir da haar. Und so das sind Menschen, sons of God, die kommen wir an und wiesen sich für Gott. Für den Herrn. Und hier mag, das ist, wo die Soten und das ganze Bild mit ankommen, von dem ersten Vers. Wir werden erst die Soten hier, ich weiß nicht, wie hier ein von den Sons of God, die Bibel, der hat ihm anders beschrieben. Whatever hier wir, aber die Soten, die wie sich sitzen,
En dan vraagt je haar hem, hey, wat is die hier? Wat is die hier? Van wie kommst du? En de zoten zeggen wel, nou, ik bezel me hier bis raam en nu is het groot zich hier, ja. En dat is een beetje dus van, hey, wanneer ze altijd een beetje zo kalm zijn. Dus gaat die vrouw staan daar, hey, wat is die hier? En wat schaffst? En nou, ik bezel me hier bis raam, ik zie hier bis. Hier zit ik al een beetje zo in bed. Ik weet niet wie ze weer, in een grote hal, en een gebed, en een boom of weer. Aber hier zit zo je middel is, want jeder einer zijn koffie ramdruk en spaziert een ander, en ze hadden een event weer, en even zoten in de haar hier zitten. En so God en de zoten die zijn ganz kalm, hier zit dat hier zitten. En dan eenmaal als er een moment durch dem event, waar God de zoten een beetje zo, ik neem dat beeld een beetje zo aan de scholle tuksen en wies me, hey, check me daar. Ja, dat vielleicht haben wir nicht an der Scholle tukst, aber hey, zo dan weet wat, check me door. Krijg je een vorm van dat vielleicht we dan te zien, no, wanneer hij de grootste $20,000 ja, prime bal had je import van Houston naar Calgary naar Merida naar Wilma. En dan zat hij in no, hey, check me door, weet je wat? Dat is something else. Een $20,000 bal, daar is niet veel aan dem. En beetje prideful, we have really something wat dieet, dus niet veel aan het vingen, niet? En so hij vraagt me, hey, wat denk je van mijn bal, Noba? Check me, wat denk je ervan? Beetje staat, zijn God de haar en de zoten hier en zegt hij zo, hey, check me daar, weet je God? Maar al die mensen, du hast du dem hier op de zijn, du hast niet einer op de wereld te staan. Dat is een beetje checken. God stelt am Fütstern aan dat dit is een man wat de integrity heeft, die feiersterke krijgt, die qualities wat hij draagt. En als God dit is opnaamt, de integrity van hier, dan bijzet hij zo zich los, dan hetzt hij op en dan vangt hij aan te reden. Gleichst du, dat hij daar het ohne Ursache, Gleichst du, dat hij daar het ohne Ursache, vers 10 vingen we hier, have you not made the hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? Hast du das nicht gerade getan? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Dat is wat hij zouden zeiden. Seine accusations, sie fangen te flee. En hij zegt, hier blijf maar op met hem hier protecten, dat je nu hast, en ik weet die wat die of zei, gelijk staat. Aber God zijn confidence en hierop is zo hoog, dat hij laat hem zo doen moet zijn game spelen. Waarom moet uitvingen worden wat er passeren. So, dan duurt het niet zo lang. De zoten de jet wacht van deze stad, wherever de sons of God zich presenten voor God. En de ganze scene changed een beetje. En dan zegt het hier, dat hij op zijn familie had een goede tijd, zijn kinderen weer op een stad, apparently irgendwo. En wanneer hij had, wel, niet door wie hier op zelfs weer, aber zijn kinderen weer op een stad en hij weer zes weer. Ik weet niet wie den anderen als je was. Aber dann fängt die schlechte Neuigkeiten an zu kommen. Da wie ein Messenger, wo da kommt und sagt, so, hij fängt mit der ersten Tag an. Das ist, wenn ich mir das ein bisschen in mein Bild mache, das ist kaltblütige Menschen von Jana Grenz, die kommen und die rennen alle an sie Asse fit gestohlen, an sie Donkeys rennen alle an sie Ober rennen alle dood gemacht. Und von der Sprache, wie wir können sagen, en forma rennen alle zijn tractors en zijn alle zijn pick-ups fit gestohlen en zijn Ober en drivers dood gemacht. Because donkeys worden gebruikt voor een beetje zaken dragen op vormraam gaan en trekken ze staat en Asse worden gebruikt om stap op doen. So hier de eerste set van nieuwigheden rennen alle die tractors en combines en die pick-ups en rennen alle weg en die drivers zijn alle dood. En dan zegt hij, komt de tweede messenger op. Dan zegt hij, dus je weet er 4 vom Himmel is gekomen en heeft rennen alle schop en rennen alle schophoords dood gemaakt. En rennen alle weg. Van deze spraak wil we kunnen zeggen dat eerst via de vorm, de de tractors en combines en de pick-ups. En nu is het de schop, dat weer een representation van en de oude tijden van de zaken wat er am huis ben weer. Dat weer van wat de kleider maken reden, dat weer eten en zo weer. So, eerst weer buiten de formerie bis verplannen weg. En nu weer het bijna am huis gewassen, en rijden alles richtig slap. Alles eten uit de komma uit en rijden onze kleider fit gestolen, alles weg. Dan komt de derde messenger.
En dan sagt er zijn 3 gangsters van Janestad, er zijn een groep van gangs, die zijn gekomen, die hebben de kamelen rijden, fitje gestolen en wat weer nog alle. Die hebben dat doodgemaakt. En dat is wat hier. En vandaag gesproken, willen we zeggen dat we rijden alle onze grote trucks en semis en vielleicht onze karren. Wanneer de kamelen worden gebruikt voor long distance transportation en grote loden vieren, lange enger. So, deze draad vet van nieuwigheid, rijden alle onze trucks en semis en onze karren, rijden alle vier gestolen en onze mensen alle dood. Hier zitten. Uit de eik van zijn oog zag hier op dan al de 4e mens aan je rand komen en had vielleicht gewonnen, wat meint dit? Wat zal dit zijn? Okay. Dan kwam de 4e messenger maar eenmaal even deel en sagte, well, of course, van daar wie kingen daar, so rijden alle je schwester en kingen weer de top. En maar eenmaal kwam een storm en het gebied valt op je rijden alle zijn dood. Dat is ganze familie is waar. En ik zie de einzige nog wat hij even gebleven was. So there's a timing hier, wat we vingen, dat is nog, we zullen een beetje aan dat nog checken. Je worden, je notice haben, vers 18, ze zegt, while he was still speaking, wil ze allemaal nog reden, and other also came and said, so wil ze allemaal nog reden, dan komt de nächste al en zegt het nächste. Er weer en wie rijdt het nächste. Meestens van een line-up van mensen al rijdt weer. So, en jeder had niet gedacht, wanneer ik mezelf time reed, hoe lang het duurt ongeveer te zijn, dat duurt ongeveer 10 seconden, dat eerste beat zei 10 voor de tweede, 10 voor de derde. So, dat weer 30 seconden nieuwigheid, samen van de eerste nieuwigheden wat een mens in zijn leven ever wil kunnen horen. En dan, wil ze verder is opkomt, dan wondert hier probably wat meint dit. En dat nam nog eenmaal ongeveer 15 seconden te reporten dat ze in Chingarang alle dood werden. So, dat weer alles top ongeveer 44 seconden. Wat het deed, de reported dat rein alles was weer alles verbruikt. En dan de nächste 3 vers, daar zijn we hier op zijn response. En hier op kapitel 1 vers 20. Then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin, nor charge God with wrong. Er is een response. Hier kan we zeggen, klar zijn dat hij had een relationship met God. En hij had een verständnis van de Gitte Gottes, wat er zo duidt weer, dat alles wat er bleef weer, voor allem weer bleef simpel naar aanbidden, to worship. En God honor kan geven, to acknowledge dat God zijn Gitte en zijn goodness allemaal nog door weer. We kunnen zeer schwer ons vaststellen, de emotional trauma wir hier bijna weer deze minuut. Maar hier mank, even door mank, sagt er, de Haar heeft gegeven en de Haar heeft genomen. En God mag aangebeden worden, geloofd worden. Als God niet really goed, wat kan hier op zijn step? Wel anders als het niet is veel van ons hier moeten doen, of veel moeten doen, wanneer we de schwierigheden gaan. Nu gaan we naar kapitel 2. So dit vangt hier weer aan, ongeveer is het eerst weer, dat again, kapitel 2 vers 1 en 2, again there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. We weten niet van ons dat de nächste werk weer, of 10 jaar wieder, of vielleicht 75 jaar wieder, dat sagt de Bibel nicht. We weten hier op een man wat 100 jaar geleefd heeft, zodat het te zeggen alle tijdje was. So hoeveel jaar, minuten, of stunden hier zijn tussen was, we weten niet van. Maar we waren een tijd where the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. Nou waar krijgt ze die zoten kwam te waren, en hij wil zich ook zelf voor de Herrn stalen. Wat schoot de zoten hier? Wat is hier really? Wat verzegt hij hier? And the Lord said to Satan, from where do you come? Nou waarom is de vrouw het eier weer? Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth, and from walking back and forth. Dat waar ik bezel me hier bis raam, nu groot zie ik hier, right? This van alle naast niet is. Even know that, wat al dat passiert weer te Hiob, zegt de Heer naar waar, dat Hiob als een mens van integrity, die heeft de qualities, dezelfde feierstakken wat we hier zo opnamen, dat hij opraakt weer in wat allemaal de feierbieter weer. De God stelt het naar waar vers zoten is dat, en dan zegt hij in vers 2, we zijn in Hiob kapitel 2,
Vers 3 sagt er, Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? And still he hold fast. Okay, even monks instead. Hij held amana fast to his integrity, zijn karakter held hij amana fast, although you incited me against him to destroy him without cause. Zoten du was ha, die dat me beweegt en dat ik hier wat deed, wat du ik leid wat touwens, dat hier wat slaat passeren deed, en dat is waar de situatie nu is. So, weet sturen dat geen andere is, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. This man, this hier, die staat bij zijn karakter. Die is klaar en die is committed to God. Ha, sagt de Zoten dan. Bitte staat. Jeder Mensch hat einen Preistag. Jeder Mensch hat einen Preis. Wenn ein Mensch krijgt een Wert ist, wenn die ist nur Pressure on jeweils ist, der Wort die aufsagt, Gott, sagt er. Hier op de Wort die aufsagt, wenn du bloß mit mir bist am wahre Bilote. So, wenn ein Mensch ist nur Suffering hat, dann Worte die aufsagen. Oder das Wort, Reus, was ich glaube, das vielleicht mal einmal von Fenster. Dann sagte hier, der Sohn hier, Skin for skin. Yes, all that a man has, he will give for his life. Wir haben alles ewig für uns Leben. Aber, da muss die Hand uitstrekken en da muss zijn knokens en zijn Fleisch anscheren. En dan wordt hij die ganze Sache aufsehen. No doubt, sagt der Sohn. Das ist kein Zweifel nicht. Wenn die was das tun, wenn das was an hier passiert, der wird die aufsagen. Gleich ist dort. Der schönste Resultat ist nicht zufrieden mit was erste Wort ist. Sein main concern, oder sein concern ist nicht, dass hier auf sein Well-being, aber sein main concern ist, dass er ein Argument gewonnen wird gegen Gott, because da wird eine große Feindschaft zwischen ihm und Gott, und das ist lange in der History, allweil zu lesen in der Bibel, dass die Feindschaft wir von dem Sohn, dass wir gegen Gott, er versucht Gott zu destroyen, aber er braucht Menschen in der Situation, die dort tun. So, dann war er. Hier op de wat die aufsagt, wenn du was mir bloß belotet, wenn er kann dem sein Körper anscheren. Gott er weit verrittelt, dass er so ein Arg ist, so er lässt ihm dabei, dass er am Wort eine Situation nennt, die braucht eine medical Situation, wo er so grüllig, so schlimm ist, als ein Mensch ungefähr wird gerne belebt auf dieser Welt. Door we schwer, ganz verschwer, ganz von einem Volk, ganz bei boven. En medical experts sagen, dass wir eine ganz grausam große Lieder, was er wir. Door wir nicht eine Possession, nicht eine steht, wo er kann, nicht eine Possession, wo er irgendwo Comfort geben wird. Er kann nicht satt, er kann nicht stehen, er kann nicht durchleihen, er kann nicht gehen, er kann nicht tun. Alles wie vielleicht so euch kann werden ungefähr. Aber die Pressure gegen hier wird nicht ewig. Hij wird nou een knal krijgen en dit moet van zijn vrouw. Die persoon in zijn leven wordt had zelfs bij hem staan en hem encouragen en hem helpen dat hij kan sterk blijven door zijn suffering. Die vond man eenmaal Jack the Dripper. En vandaar gesproken. Jack Kevorkian, dat is een man wat mal dat assisted suicide heeft aangevangen, die movement ziemlich heeft voortgegaan. So dan wordt eerder Jack the Dripper genoemd. So hier is hier in Vers 9 sagt seine Frau, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. Jack, der kann die fixen. Jack kann die in kurzer Zeit und hast es alle ever. Aber hier habt ihr weit besser. Ganz krank in der höchsten Zeit von seinem Leben, wie er beinahe ist, damit einmal fängt er an zu ministeren zu seiner Frau, was er vielleicht apparently gerade nicht hat, was er selbst hat. Er denken helpen über ihre Denkweise. In Vers 10 sagt er, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity? Zal we gaan van wie wat al dat goud wat God ons gegeven heeft der al deze tijd. Zal we dan niet accept een beetje adversity, een beetje de weerstrek? God heeft gezegd naar waar, de Heer heeft gezegd naar waar. Meestal zelfs, je weet het in kapitel 1 al gezegd. And all this Job did not sin with his lips. And all that, hier heeft zich niet verzinnen met zijn leven. So, de einzige Exempel in der Bibel, wat we tegen aankomen heeft, well, vielleicht nicht, also ich mit anders sagen. Der einzige Exempel in der Bibel, wat er so gut ist oder besser ist, dort ist, wie Jesus am Kreuz war. Wir haben ihn Lieder,
Aber of course, zijn example wie nog infinitely beter als Hiob sind, da wir ganz unmut beter. Aber wie sein, was hij zijn suffering had, was hij leerde im Krieg, dan dat hij bede voor die wat needy weer. Hij deed evangeliseren. Hij keert voor Maria de bezit im Krieg. En meest van alles krijg in dem moment dat hij zijn leven laat arbeiden op een level wat niemals aan een leven had gearbeitet, vielleicht mag mensen wens niet. En te alle zender, zodat de Hebräer schrijven in kapitel 12 vers 2 sagt who for the joy set before him endured the cross. So juist wat ze am Krieg weer, wat hij de vrede ver am zet. Okay, the joy set before him endured the cross. Hij zag de vrede ver am doen wie hij dat weer possible dat hij dit lieden kan staan, ja. So, een final gedanke hier nog een beetje aardig hier, wanneer Hiob, voor Hiob dat merkelijk weer dat hij kan God en zijn tijd van trials is dat danach God aanbeden, loven en vast blijven aan God, dan kunnen we ook. Vandaar dan draagt hij zo een dievelische hoed tegen God. En wenn dort als zijn grote argument, zijn sang, zijn feit is tegen God. En hij verzegt dem argument te gewanen nog maar een dag. En zijn attempt, dit krijgt te doen, dan dat hij ganz constantly, ganz eindrachtig, neemt hij mensen en schadet mensen ram. Een van God zijn dingen, hij neemt die, hij neemt mij, hij neemt andere mensen, hij neemt God zijn dingen bij de arms en schulder en hij schadet die op. En hij hoopt dat die respons to zo'n situation en zo'n schade, dat wordt proeven te armen te de wereld dat God zijn noemen niet weer is te vruchten. Dat is wat hij deed. Hij neemt die en mij en schadet ons moet gezegd en hij zegt, en wanneer hij somehow in respons van die krijgen kan, dat het is ook juist te denken dat God zijn noemen niet brukt je vrucht, dan valt hij waar hij af een klein beetje weer zijn battle tegen God verloren. So that's very critical, zeer wichtig wat we als Gläubige doen, wat voor respons we maken to de situations waar we ons bijna bevinden. Vandaar is reports te wijzen dat veel van de side effects of de results, de end results van deze global lockdown, die zijn possibly veel schlimmer als de krankheid zelfs is. Zum Beispiel domestic violence and abuse. Thuis en heim, waar mensen in lockdown zijn, waardoor zaken in verschouwen worden in oneenigheid in de familie. Gerade wordt dat en veel reports wordt het zeer veel erger als het is ever was. Phone calls wat de politie krijgen, 9/11 calls wat related zijn to suicide attempts. Waar op sommige steden waar ze zeiden zijn 8 maal zo hoog als ever. En ontelbare miseries wat er resulten van deze general mentality waar mensen bijna zijn. Dat is wat we hier van mensen van deze wereld. Maar dan de vraag van daar is, kunnen we ons voorstellen dat deze situations wat de wereld is dat mogelijk is, würde dat kunnen met eenmaal in onze heimen ook irgendwie op een kleine groot passeren? Ik geloof dat kunnen. Ik geloof dat kan frustration komen. Dat kunnen tijden komen waar tussen ouderen dingen difficulties zijn, arbeiden, bij de arbeid. Dat vielleicht krankheid. We hadden een appointment in Guatemala City en meer, dat we hebben een zult nooit een dokter voor en we voelen ons helpless, we kunnen niet gescheit move niet. En waar we dan maar frustrated en weet ik ook niet hoe we met al dat handzalen. Ja, dat draint uit onze vappen uit en ik weet niet wat we met dat willen. So, op een kleine moed, geloof ik, kan dat met eenmaal zijn stad passeren. En dat is wat de zoon probably gebruiken kan als een ding krijgt, wie hij die als een persoon nemen dat een schade eenmaal geschiedt. En weet je wat hij zeker heeft, als ik eerder zei? Dat hij zegt en die in respons, wat er is ook wat geven, God zijn noemen te verklanderen.
laat dat niet passeren. So meine Frau ist von da, was du Gott auch verklagen, oder was du auch verlegen, oder was du Menschen rammen, die man einmal anfangen zu destroyen, oder irgendwie mit Relationship Issues so dealen, dass es hurtful ist, willst du so tun, planen das und predikten das, dass du was? Oder was du doelvallen auch in Gott aanbidden, das hier op tijd. Laten we bidden. Ons grote God, we komen vandaag nog waar met een heel respect verder. En we weten dat du hast situations al aan dienen heen. En du des omstanden traag laaien, traag vliegen, dat het beste is voor die noodval je haar. We bidden dat meer en meer mensen willen kennen die zeker vinden, dat ons heljet een reine exempel en ons zeugnis wat ze tjoeg hebben in de publiek, moest u besonders gnädig zijn en ons helpen dat we kunnen die glorify, die eer en die aanbidden, dat is we ever hebben. En dat we niet meer eenmaal weer hier maken, met persoonlijke dingen ramdelen, dat het een distraction wordt geven, die te vallen, die nooit te vallen en alles. Haar moest u besonders schrikkelijk te tjoeg zijn, wanneer we der de komende week besonders gedacht en der alle tijd dat we de kennen ons laten heel in de range en traag schepen dat we daar en daar die lekken we de haar. Moesten ons gnädig zijn. We weten de best van eeuwigheid tot eeuwigheid overeen en die negite is iedere dag nie in de stad vertrouwelijk van daar. Haar moesten besonders ons verwaarts lenken, wenn we zijn dat we eerst een dagen future voor de tjenga, voor die tjenga. En we weten dat in de tijd is we daar gaan dat als herinners niet hem hier we sterker blijven en we weten dat we als de toekomst wat we herrlich is en de toekomst wat we beter is vielleicht hier op de wereld en we vertrouwen haar dat u was lenk en vier de stuur voor God bezet. Mocht u dat geven, Jezus in naam. Amen. Okay, we worden tussen en light. Een paar announcements nog nodig. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be of sin the
Okay, Gott dank schön sei für jedem einen, der hat teilgenommen an das Gottesdienst von wo immer ihr seid. Mag Gott je segnen dafür und mag je wat je krijgen, wat je kan wiederhelpen durch das kommende Dauer, durch die Werke. Und waar we vasthouden en optekenen ons Herr Jesus Christus, wil der is die wat ons kan helpen durch so eine tijd wo die Soten ons maar immer aankomen dat en ons testen dat. Check op naar Jesus, hij is die Helper, die Lehrer. Gut, wir haben nicht viel Bekanntmachungen bekannt geben durch das Werk, aber für die Predigers für nächste Sonntag, wat we ons dienen met dem Wörter sind Peter Remer und Ernest Remer. Waar we aan kunnen aan zijn gebeden denken, want zij rijdt maken ten nächste Sonntag. En bezieht als een prayer request aangekomen voor Frans Kloses vrouw nog gebeden. Ze hebben bijzondere verhältnissen en wo sie mal schauen dann, was um Gesundheit gehen wird, und waar wir an die denken an sie gebeten, dass sie danach würde ich gerne mutig bleiben in Jesus und uithouden in der Zeit, wo sie leiden dann. Gut, ich glaube, das ist so wie das wir geplant haben. Ich will noch gleich noch ein paar Vers. Matthäus was ein Segen, Epheser 6, Vers 23 und 24, wir uns hoppen neigen. Peace to the brethren, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Mag Gott je zegen.